Wir stehen bei Concorde auf der CMT 223 bei einer Credo 790 MI mit einer Länge von knapp 8 Meter, einer technischen Gesamtmasse von 5600 Kilo und einer Zuladung von knapp 800 Kilo. Ein sehr schöner Liner auf knapp 8 Meter. Aber der sieht auch so, kommt mir auch wieder so lang vor wie 9 Meter. Ja. Die Klappen können wir euch nicht zeigen. Das seht ihr. Aber es gibt vorne eine in der Mitte. Garage. Die Heckgarage passt auch für 2 E-Bikes. Ach, da hat die ganze Elektrik untergebracht. Und 2 Verzursschienen hier. 400 Kilo Heckbelastung. Die haben die eingelassen. Schauen wir mal auf das Heck einen Blick. Das kriegt man nicht richtig drauf. Das ist auch sehr schön Weil der gelungen. auch mit dem kleinen Spoiler oben drauf. Dann gehen wir mal rein. Aha, Fliegengitter. Es läuft sehr leicht. Beheizte Trittstufen. Wir trocknen auch die Schuhe. Schauen wir, eine Schublade hier gleich am Eingang. Oh, die geht aber weit raus. Für Schuhe, ne? Nicht schlecht, ne? Frau. Für Schuhe würde ich eher von da außen nehmen. Boah, für drinnen auch, ne? Dann für Pantoffeln. Pantoffeln. Ja. Fangen wir mal vorne an. Hier haben wir das Cockpit, wieder schräg zum Fahrer angeordnet. Das übliche Concorde-Cockpit, ja. Cockpit. Abnehmbares Lenkrad, das liegt hier unten. Und dann haben wir hier Lichtschalter, USB, dann für Luftfederung. die Luftfederung, Heizung, Verdunklung, Fliegengitter. Von oben nach unten, von unten nach oben. Dann haben wir hier die drehbaren Sitze. Einmal nach zur Mitte klappen. Einfach hier den Hebel lösen. Voilà. So. Dann kann man das Hubbett ganz leicht runter machen. Das bleibt in verschiedenen Stufen, rastet das ein. Also man muss es gar nicht ganz runter machen, wenn man das nicht möchte. Nochmal drauf drücken. Kann man so einrasten lassen, wie man das möchte. Okay. Oder dann ganz runter. Das geht aber noch weiter runter. Oder wieder hoch. Zum Hochmachen brauchen wir tatsächlich ein bisschen Kraft. Man muss so gut gefrühstückt haben. Hier haben wir ein offenes Fach. Ja. Und auf der anderen Seite ein geschlossenes. Einfach immer nach hinten greifen, draufdrücken. So. Ah, guck mal. Vorhang auf. Bühne auf. Der Manege beginnt. Das ist aber kein Plastik, oder? Nee, Nee, das ist echt Glas. das ist Glas. Concorde. Von Spiegelau. Jetzt mal wieder vorsichtig rein. Sehr schön. Der Beifahrer muss sich nicht verdursten. Fernseher.
Männer kennen sich mit Technik besser aus. Ne? Der ist von der Größe her ist aber völlig ausreichend hier. Absolut, ja. Du sitzt ja so dicht davor. Einfach hochdrücken. Ja. Dahinter dürfte sich die Technik befinden. Und ein Lautsprecher. Alte Heizung, Hubstützen. Hubstützenanlage, die Mastervolt und die ganze Bedienung. Das CBE-Bedienfeld, ja. Nee, das ist kein Touch. Gasflaschen. Heizung. Das hat einen Littenschlüssel von Teleco. Was sehr schön ist, ist hier am Eingang hat man eine Garderobe. Und dann hängen die Jacken hängen ja nicht immer in der Türe rein. Also das ist sehr schön gemacht. Und darunter hatte ich ja den großen Auszug gezeigt. Das ist auch sehr gut. Dann gehen wir mal zur Küche. Schaut mal. Einfach nach hinten klappen, hochziehen, 3 Steckdosen. Super, oder? Sehr schön. Dann haben wir hier einen. Hier fällt der Mülleimer. Also hier ist ein Mülleimer drin, definitiv. Da fehlt der Einsatz, Der ja. fällt gerade nur. Dann kommen wir hier zum Waschbecken. Ziemlich groß. Die Brause, die kann man hier umschalten. Schneidebrett. Wahrscheinlich auf Strahl dann, oder wie? Ja. Fühlt sich sehr schön an, die Oberfläche. Die ist bestimmt auch nicht empfindlich, denke ich mal. Dann haben wir einen 3-Flammenkocher von Tedford. Hier drüber haben wir ein mega Regal. Das lockert das Ganze echt auf. Zwei wirklich tiefe Oberschränke. Da ist nochmal ein Lautsprecher, hier drin ist nämlich ein Soundsystem verbaut. Sehr schön mit der Beleuchtung. Ja. Und oben drüber dieser Dachhimmel. ja. Sehr schön gemacht. Dann haben wir hier unten 3 tiefe Schubladen, einmal für Besteck. Also immer da nur reinfassen, draufdrücken, öffnen. Die ist auch ziemlich tief. Selbsteinzug, ja. Ja, das ganze Ding ist ja auch, Ja. die ganze Küche ist ja sehr tief. Guck mal, wie weit das rausgeht. Hier drin befinden sich Mülleimer, dann nochmal, zu dem oben ist ja ein Mülleimer, hier sind nochmal 2. Hier sind alle Absperrhähne für den Kocher, für die Heizung, Wasser. Was ist da oben? Hier oben ist auch noch eine Schublade. Und hier hat es nochmal 3 Stück. 25 Kilo. Boah, die geht auch weit raus, hä? Ja. Die geht Und komplett natürlich raus. alle mit Selbsteinzug. Was nicht schlecht ist, man muss ja nicht aufpassen, dass sie während der Fahrt verriegelt sind, weil die sind automatisch verriegelt. Wenn sie ganz drin sind, ja. Dann sind die ja zu, da passiert dann nichts mehr. Du musst halt kein Knöpfchen mehr drücken, ne? Genau, also ja, wenn man dann losfährt, dann muss man das nochmal gucken. Wobei man natürlich schon darauf achten muss, so wie da jetzt zum Beispiel, ist jetzt auch nicht ganz drin. Muss nochmal drauf drücken, ja? Ja. Sonst fliegt dir das auch um die Ohren bei der Fahrt. Aber das ist auch immer der Rundgang. Bevor man losfährt, nochmal gucken. Was haben wir denn hier? Da ist jetzt kein Backofen verbaut, sondern wow, ein ziemlich großes Fach. Wer möchte, kann sich hier auch einen Backofen. Da gibt es bestimmt die Option. Das haben wir ja schon gesehen. Selbstverständlich. Dann der Dometic-Kühlschrank, Gefrierfach. Mit Gemüseschublade. Der ist ja heute in den meisten Wohnmobilen
findet man den. Da unten dürfte noch eine Schublade sein. Ne, ist nur eine Blende. Das ist nur eine Blende, da kann man nichts aufmachen. Nee, weil du vorne am Eingang ja Genau, schon die da Schublade ist ja die hast. Schublade, Genau. stimmt. Die Genau. geht da. Dann haben wir hier 2 Apotheker-Auszüge. Einmal von unten, einmal von oben. Da passt auch was rein. 30 Kilo pro Auszug. Belastbar. Schaut mal, Warte. Das ist ein Touch. das ist verschlossen. Ne? Schaut mal, drückt mal da drauf, Du musst nur schnell genug sein. dann geht die auf. Und das Ganze hier als Raumteiler. Witzig, oder? Das ist ja irgendwie witzig. Wie bleibt jetzt zu? Muss man eher mehr ranziehen. Ah, Schnell okay. richtig. Also richtig ranziehen, jetzt ist es zu und dann einmal tippen, geht's auf. Aber das ist echt Glastür, gell? Das ist kein Kunststoff. Nee, das ist echt Glas. Ja. Schönes Milchglas. Passt da irgendwie wunderschön rein. Dann haben wir hier eine Dusche. Dusche. Sehr schön. Da ist sogar ein Motiv hinten drin. Ne? Ja. Dann gehe ich mal für euch duschen. So. Also zum Duschen reicht der Platz, aber natürlich ist es hier, bewegen uns hier aber auch auf nur 8 Meter. Ja. Aber das passt alles. Die Höhe passt das auch ist ja- definitiv. Ja. So. Und die Sicherung für die Fahrt. So, Hebel rum, geschlossen. geschlossen. Da daneben befindet sich ein großer Kleiderschrank. Ja. Mit noch einem extra Staufach da unten drin. Wieder die Elektrik, ja. Eine Kleiderstange. Da haben wir denn hier auch noch, was ist das hier? Ach nee, das ist nur um die... Ich habe gedacht, das wären so Gurte, weißt du? Ne, das ist für ein Spiegel oder wie? Nee, das ist da zum Einstellen der Tür. Zum Einstellen der Türe, okay. Die, wenn die mal rund wird oder dass die nicht rund wird. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehe ich mal duschen. Zur Hackertoilette mit Belüftung. Mit Abluft. Wie heißt das? Abzug. Absaugung, ja. Das nicht riecht. Hier die Bedienpanne. Vor dem Toilettengang, nach dem Toilettengang. Tankanzeige. Klorollenhalter. Toilettenbürste. Weißt du? Hier drüber haben wir noch 2 Haken. Und hier haben wir einen richtig großen Spiegelschrank. Ausgleichsbehälter von der Alte. Und Steckdose für zum Beispiel elektrische Zahnbürste oder Rasierer. Schaut mal, wie tief das ist. Also da kriegt man alles unter, was man im Bad so braucht. Hier noch mal ein. Da haben sie auch die gleiche Rückwand wie in der Dusche drin. Ne? Ja, sehr Ein schön gleiches Motiv da drin. designt. Ja. 2 Zahnputzbecher. Seifenspender. Lichtschalter. Großer Handtuchhalter. Ne, kann man auch umschalten wieder. In dem Fall nicht ausziehbar. Eine Grohe-Armatur wie zu Hause. Echt? Ja. Steht da Grohe drauf tatsächlich. Nochmal ein Schrank für zum Beispiel Handtücher. Einlegeboden. Sehr schön, hat ja genügend Platz. Also selbst wenn die Türe geschlossen ist, hat mir genügend Platz.
auf Toilette. Sehr schön gemacht. Sehr schön angeordnet alles. Sehr stimmiges Konzept, wie ich finde. Dann machen wir hier mal wieder auf. Das gefällt mir. Eine Spielerei, aber witzig. Elektrischer Türöffner. Ja, jetzt ist es schon wieder zu, ja? Cool. Aha. Dann kommt wieder der Teil, wo ich meine Schuhe ausziehe. Da hat man hier ein Queensbett schräg angeordnet, um Platz zu sparen. Gehen wir ein bisschen beiseite. Hier haben wir eine Türe. Können wir das Ganze noch abtrennen hier. Ah, cool. Also dann hast du also im Bad kann sie dann separieren. Kannst du einen Dusche, Raum, also hast wirkliches hier den Raumbad Teil, drauf dass die- machen. Ja. Genau, ja. Sehr schön. Hier auf der Seite haben wir ein Thermostat für den Schlafbereich hier. Da kann man das separat regeln. Hier ist ein Knopf, da kann man es sicherlich aufmachen. Okay. Einfach. Schmutzwäsche, ideal. Das ist aber tief. Sehr schön. Von der Heizung, Ausströmer. Leg mich mal so. Also so schräg zu liegen ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Echt? Wahrscheinlich nur, wenn man drin liegt eigentlich ja. Nicht, ne? Aber auch groß genug. Das ist ja richtig groß. Also richtig lang. Und hier haben wir sogar ein Nachttischchen. Mit Steckdose. Steckdosen, ja, cool. Und rechts hast du noch eine Ablage. Hier hast du auch eine Ablage. Ja. Und rechts auch. Oben ein Schrank. Nochmal Muss in ich der mal Mitte. gucken, wie so. Ach so, das ist so ein langer. Ach Das Gott. ist- Ui, ui, ui. 2 Fächer. Was haben wir denn hier? Aha. Oh, nochmal eine Kleiderstange. Das ist auch recht tief. Die Kleiderstange oben kannst du ausziehen. Herausziehen. Cool. Sehr schön. Fernseher haben wir auch. Mit Soundbar drunter. Sehr schön. Die Vorhänge, echt schön. Also auf 8 Meter, mega Raumgefühl. Sehr schönes Fahrzeug. Schaut es euch an, wenn ihr auf der Messe seid. Halle C2. C2. Halle 2C. Ja. 2C. Halle 2C, ja. Man kann auch mal durcheinander kommen bei den vielen Genau. Hallen. Schaut mal bei Concorde vorbei. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Schenkt uns ein Like. Abonniert unseren Kanal. Richtig. Bis bald. Das motiviert weiterzumachen. Hm? Genau. Also, bis bald.